ein günstiges Markenrad, was die nächsten 10 Jahre überdauern soll. Das fängt an mit dem Motor und natürlich mit dem Preis 2.899 Euro. Ein Raymon und ein Yamaha-Motor, nämlich ein PW Series TE. Wie ist der Name von dem Rad, lieber Tobi? Das ist das Hartray E 4.0. Die 4 steht quasi für die interne Hierarchie, also 4, 5, 6 geht es dann hoch. Das heißt, wir sind ja schon noch so ein bisschen im Einstiegssegment. Aber du hast schon gesagt, wir haben einen ordentlichen Markenmotor verbaut. Wir haben 500 Wattstunden Akku verbaut. Und auch sonst von den Komponenten her sind das alles Komponenten, die ein E-Bike haben sollte. Ne? Also wirklich Markenkomponenten, die das Gewicht und auch die Kraft von dem Rad aushalten. Was kann denn der Motor, der TE? Der schiebt dich mit 60 Newtonmeter relativ verlässlich nach vorne. Das heißt, wir sind hier im Bereich, wo wir eigentlich, früher war das mal so die Speerspitze, mittlerweile ist ein Mittelklasse-Mountainbike-Motor. Das war mal ein Mountainbike-Motor, ein richtiger. Jetzt ist aber so, die 60 Newtonmeter, wenn du den natürlich einen größeren Motor auf die maximale Power schiebst, ja, dann hat er auch mehr wie 60 Newtonmeter. Aber wenn du den im mittleren Bereich fährst, dann hat er wahrscheinlich auch nur 60 Newtonmeter, sodass du das eigentlich nur in der Spitze merken wirst, oder? Das heißt, im normalen Alltag merkst du die 60 gar nicht so sehr, oder? Du wirst es beim Anfahren vielleicht ein bisschen wahrnehmen, aber letzten Endes hast du ja auch die Möglichkeit, die Unterstützungsstufe einfach hochzuschalten und dann fahren sie sich doch alle relativ ähnlich. Ja, der Lucien ist unser Probekind heute, wird das Ganze mal fahren. Er ist hier der Chef mit dir und vielen anderen. Ihr macht das zu dritt, den Laden, glaube ich, korrekt? Ja, 3 Leute. Und Insgesamt sind wir schon ein bisschen mehr Leute, über 10 mittlerweile. über 10 Leute, aber ihr seid 3 Chefs sozusagen. Genau. Und du würdest auch sagen, also wenn jemand sagt, hey, ich habe 3.000 Euro, ich will ein echt gutes Bike haben, dann ist er hiermit gut bedient. Er kann nicht so viel falsch machen, weil viele Komponenten sehr wartungsfreundlich sind. Das fängt an mit der Federgabel. Genau, die Federgabel ist eine Stahlfedergabel von Santur, bewährtes Produkt, passiert relativ wenig mit. Du musst keine Luftdruckgeschichten beachten oder dergleichen. Die lässt sich sogar ein bisschen absperren. Du hast hydraulische Scheibenbremsen, sollte beim E-Bike tatsächlich auch so sein, gerade im Mountainbike-Bereich. Und du hast auch eine richtig solide Schaltung, eine Neungangsschaltung von Tektro. Und wenn du die gleich mal ein bisschen abfilmst, wirst du sofort sehen, die Kette ist relativ dick und auch die Ritzel sind relativ dick. Das ist ein wichtiges Ding. Also viele kaufen sich 11-fach, 10-fach Schaltungen und wundern sich, dass zum Beispiel Ritzel und Ketten oft kaputt gehen. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, das ist doch auch ein ganz tolles Jugendrad, oder? Wenn jemand hier 13, 14 ist und sagt hier, ich gönne mal meinem Sohn so, dass ja mittlerweile unter den Kids sind das hier die neuen Mopeds, oder Lucia? Ja, auf jeden Fall. So früher hätte ich dafür also wirklich alles gegeben, weil das ist ja richtig cool. Du hast keinen Gestank vom Motor und musst keine Versicherung oder Steuern bezahlen und keinen teuren Sprit reinfüllen. Ne? Also hier sieht man die wirklich dicke Kette. Das ist natürlich auch nur direkt im Vergleich. Dann auch die Schaltung, die kostet nicht die Welt. Und hier was ganz Besonderes, das ist eine Tektro-Schaltung. Genau, wir haben jetzt nicht mal eine Shimano oder eine SRAM drauf, sondern wir haben eine Tektro-Schaltung drauf. Ja, ganz neuer Player im Markt. Ganz hervorragende Schaltung. Ihr habt sie wirklich jetzt schon länger im Einsatz und hat sich Hammer bewährt. Ist also, ich sag mal, eine ganz tolle Einstiegsschaltung. Ist die Bandbreite denn jetzt wesentlich geringer als bei, ich sag mal, einer 11 oder 12 Gang oder sind die wichtigsten Ritzel alle dabei? Die wichtigsten Ritzel sind dabei. Du hast halt nicht so die Möglichkeit zur Feinabstimmung, wie du das jetzt mit mehreren Gängen dann halt noch hättest. Nur wenn man sich mal ganz ehrlich die Frage stellt, wie viele Gänge man wirklich fährt. Also die äußeren und die inneren. Richtig, genau, ist man sowieso eher im Randbereich unterwegs. Und ja, wie gesagt, momentan sind wir voll zufrieden mit der Schaltung. Also bisher gibt die sich richtig gut. Ja, die Rahmen, die Räder sind zwar baugleich, aber sie sind doch unterschiedlich, sind verschiedene Rahmengrößen. Genau, wir haben hier den 50er Rahmen, das ist ein L bei Raymond und wir haben da das rote, das ist ein 45er Rahmen, das ist ein M. Ja, man kann es schön sehen, denn hier ist nämlich das Mittelrohr ein bisschen anders. Der Rahmen ist unglaublich steif, also die haben einen tollen Rahmen produziert, der auch mal einen Sprung oder auch mal, ich sag mal, Kids oder auch Erwachsene fahren ja auch mal bergab und da kann ja immer mal was passieren, wie zum Beispiel ein Schlagloch. Ja, so ein Schlagloch ist natürlich gar kein Thema, aber jetzt groß in den Bikepark brauchen wir jetzt nicht zu fahren, allein schon wegen der Gabel. Aber es ist halt für viele Leute, wie du gerade eben gesagt hast, Jugendliche oder halt Einsteiger, die mal eine schöne, entspannte Tour durch den Wald machen wollen oder zu Freunden fahren. Einfach so ein Allrounder-Rad für sich
überall in der Gegend fortzubewegen. Kann ich damit über eine Kuhwiese fahren? Also da kommen ja auch ganz interessante Dinge zum Vorschein, die ich nicht sehe, wenn das Gras hoch ist. Das wirst du mit Sicherheit hinbekommen. Die Laufräder sind ja groß und dick genug, also vor allem die Bereifung ist relativ dick. Da wirst du auch ein Schlagloch oder ein unvorhergesehenes Loch oder mal, ja, wenn es schlammig wird, wirst du kein Problem mit haben. So, also Einstiegsbereich 2.899, eine deutsche Firma Raymond, kommt aus Schweinfurt, da werden sie auch assembliert. Dann ein namhafter Motor mit drin, die wirklich tolle neue Tektro, da werden jetzt viele wieder schimpfen, mein Gott, aber Tektro gehört gerade im Bremsenbereich zu einer echten Größe. Ja, ich würde sagen, gleiches Prinzip wie bei Tektro-Bremsen, erst ausprobieren, dann beurteilen. Die geben sich mittlerweile gar nicht mehr viel. So, außerdem habe ich gehört, dass die Chinesen ganz gut im Kopieren sind. Ja, das ist, also wenn ich so die Schaltung hier sehe, die erinnert mich doch zumindest optisch sehr stark an alle Schaltungen auf der Welt. Oder? Ja, die haben das Rad auch nicht neu erfunden. Ne? Ja, ich habe auch zweimal hingucken müssen. Also sieht ähnlich aus zu einer SRAM, ja. Sehr cool. Also das Ganze ist da. Ich kann also entweder laden den Akku direkt am Akku oder ich kann ihn natürlich am Bike direkt laden. Ja, gibt es eigentlich irgendwas, was hier nicht funktioniert? Ich stelle dir mal ein paar Fragen. Kann ich eine Beleuchtung nachrüsten, die direkt am Akku angeschlossen wird? Na klar, das geht. Schutzbleche? Klar, kein Problem. Gepäckträger? Auch kein Problem. Auch kein Problem. Also dann kann ich alles machen, aber bitte, wenn ihr das eurem Sohn kaufen solltet oder euch selber, natürlich nicht, aber bitte kauft es nicht direkt STVZO konform, weil viele Kids stehen nicht auf Lampen, also auf Lampen vielleicht, aber nicht zwingend auf Schutzbleche, oder? Ja, also es sind Reflektoren, Schutzbleche sind vielleicht ein bisschen Geschmackssache. Die Lampe, ganz ehrlich, gerade jetzt, wo es ein bisschen dunkler wird, sollte schon dabei sein. So, kann man machen. Also, wir sind im Fachhandel. Wenn irgendwas drauf ist, Gewährleistung 2 Jahre, nehme ich an, hierbei. So ist es ganz normal. Das Ganze kann man auch Probe fahren. Wir filmen heute am 28. September. Du fährst mal bitte Probe, wenn du mal so nett bist. Und das Große kannst du ruhig nehmen. Das Rote oder das, wie du möchtest. Du hast freie Wahl, Lucia. Was auch wichtig ist, wir sind auch für unsere Kundschaft, wenn die halt gerade so ein Rad geholt haben noch Fragen, natürlich auch nach dem Kauf für sie da und machen auch mal Sachen in der Werkstatt. Echt? Macht ihr sowas? Ja. Auch nach dem Kauf seid ihr da? Nach dem Kauf, genau. Wie geht der an, der Motor? Sag mal. Ja, da drückst du hier auf den An-Knopf, ne? Hier, wo dieses Anschalter ist, ne? Und da hast du hier halt diese Stufen. Automatik hat er auch? Bitte? Automatikmodus hat er auch? Ja, genau, da muss man gedrückt halten, dann kommt der Automatikmodus. Ja. So, was heißt das Automatikmodus? Der passt sich dann so ein bisschen der Trittfrequenz an. Ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht sicher, ob der PWTe den hat. Siehst du hier? Ah ja, da hat er ihn. Da drückst du lange drauf, ne? Und dann kommt dieses A für Automatik, ne? Ja. Und dann, ja, wenn du dann halt raus willst, legst du nochmal länger gedrückt den Pfeil nach oben und dann kannst du hier so die Stufen aus. Was ist das stärkste? High, gell? High, genau. Mach mal High und fahr mal los. Cool ist natürlich die Reichweite. Bei 60 Newtonmeter hast du per se schon mal eine irre Reichweite. Viele Bosch-Motoren werden ja aufgrund der Reichweite downgegradet von 85 auf 75 Newtonmeter. Es gibt Leute, die machen das, weil sie sagen, ich will das haben, und man kann es mittlerweile sogar per App machen bei Bosch. Also genau, beim neuen System geht es mittlerweile. Das wird tatsächlich auch angenommen, weil viele stellen eben fest, okay, erstmal das Stärkste gekauft, aber benutzt wird es dann nicht immer. Boah, ist er flott unterwegs hier, der Lucian. Der Motor zieht. Der zieht definitiv. Und auf die Plätze, fertig, los! Bist du ganz schnell auf deinen 25 Stundenkilometern, gar kein Problem. Also, das heißt, günstig heißt nicht Schrott oder billig, heißt nur, dass die Komponenten vielleicht ein bisschen andere sind? Genau. Das Ding ist halt, günstigere Komponenten bedeuten oft aber auch belastbarere Komponenten. Da darf man keinen Fehler machen und denken, wenn man sich das teuerste holt, hat man das stabilste. Gerade bei der Kettenstärke zum Beispiel ist es nicht so. Also die Kette kann unter Umständen viel länger halten, weil sie viel dicker ist. Dann ist sie auch viel günstiger, die Schaltung, muss man sagen. Selbst wenn die ganze Schaltung mal verbogen ist, die kostet bei weitem nicht so viel wie eine andere. Und so laut, wenn ihr mal hört, ne? Schaltet gut, die Schaltung? Du hörst sie gar nicht. Nee, die hörst du wirklich gar nicht. Ich halte die ja die ganze Zeit, wenn ich rumfahre. Krass, so, halt mal an. Oder komm mal bitte zu mir, Lucia, denn ich muss das Preisschild noch abfilmen. Raymond, da ist es. Oder vielleicht nochmal rausholen, also sieht man das noch ein bisschen besser. Ja, kann ich gerne machen. Warte, ich kann es leider nicht festhalten. Er holt mal das Rote raus.
2809. Ist das ein starker Seller bei euch? Weil ich kann mir vorstellen, Einstiegsbereich. Ja, man denkt halt auch so, das geht nicht so, weil nur noch die Leute die Top-Modelle für 8.000, 9.000 Euro holen. Aber man muss schon sagen, wir haben viele Eltern, die mittlerweile ihren Kindern, also wir waren den Sommer, dieses Jahr wirklich verblüfft, wie viele Räder an junge Leute jetzt rangegangen sind. Weil Ich kann ja sagen, woran das liegt. Immer mehr Kids haben E-Bikes und das war vorher ja verpönt, ein E-Bike zu haben. Mittlerweile ist das cool, weil das, ich sag mal, da natürlich für die Kids viel mehr Spaß bedeutet. Die können mal auf den Berg fahren ohne Probleme. Ja, also früher, wie ich jung war, da waren es die Roller, die dann jeder fahren musste. Und ich glaube, mittlerweile sind wir da bei den E-Bikes angekommen. So, die Qual der Wahl. Was habt ihr an Farben noch da? Tatsächlich bei dem Modell sind es die beiden Farben, die wir hier jetzt sehen. Und dann gibt es halt noch die Stufen drüber, da sind wir dann bei Blau und Grau. So, da habt ihr aber genug da. 28. September 2022, Lucien und Tobi von Konrad bei Greenbikes. Das zeige ich mal gerade. 0631 891 Das ist übrigens das Hauptgeschäft. Über 1000 Quadratmeter mittlerweile und hunderte von Fahrrädern. Jetzt darfst du noch was sagen. Du wolltest was sagen? Nee, eigentlich wollte ich nichts mehr sagen. Ihr könnt auch gerne mal. Du willst noch was sagen? Gut, alles gesagt. Wunschlos glücklich. Wer noch Bilder oder Modelle sehen will auf unserer Internetseite halt. Genau. Geht auf die Webseite, sagt der Lucien. Tschüss, vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao.